ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich habe mich sehr auf diese Begegnung gefreut und ich bin auch sehr gespannt auf Sie, weil ich ein bisschen von der Geschichte, von Ihrer Geschichte, der Geschichte der Puppe weiß, aber nicht sehr viel. Also Sie lebten in Kassel. Ja, ich bin geboren in Marburg. Wir haben gelebt in Kassel. Und Kristallnacht hat angefangen 9. November 1938. Ja. Die Nazis sind gekommen und haben alles total kaputt gemacht. Also die Synagogen sind alle verbrannt, die Fenster alle eingeschlagen worden. Und mein Vater hat damals genommen nach Buchenwald. Er war in Buchenwald für 6 Wochen. Meine Mutter und ich, wir waren versteckt mit Nachbarn. Und mein Vater war dann 6 Wochen in Buchenwald. Wie er entlassen worden ist, musste er sofort Deutschland verlassen. Mein Vater nach Amerika gegangen. Und wir haben inzwischen, wir konnten nicht in Kassel bleiben, denn alles war total kaputtgeschlagen. Wir sind dann mit Großeltern zusammengegangen und 1,5 Jahre müssen wir allein sein, bis mein Vater uns schicken könnte, ein Visum. Das ist eine Puppe, die mit mir gekommen ist von Deutschland. Und Pyjama, was sie anhat, habe ich getragen. Kristallnacht, diese Nacht. Diesen Pyjama ist Pyjama, was ich getragen habe als Kind, 1,5 Jahre alt. 1938. Ja. Und hatten Sie die Puppe da schon oder wann bekamen Sie die? Nein, die waren ein Geschenk von meinen Großeltern. Und die ist mit mir gekommen nach Amerika. Sie sieht genau aus wie ein kleines Mädchen aus den 30er Jahren mit der damals üblichen Frisur und alles. Wie heißt sie? Inge. Warum Inge? Ein deutscher Name, nicht Inge, ich glaube. Sehr. Aber jemand hat mir gesagt, diese Puppen hatten alle Inge geheißen. Habe ich noch nie gehört. Aber Sie haben sie Inge genannt. Ich habe sie Inge genannt. Ich war natürlich deutsch, nicht? Natürlich. Und habe die Puppe Inge genannt. Und habe ich die Kinder gefragt, ja, was mache ich denn mit dieser Puppe? Und ich habe gesagt, ich möchte gern Yad Vashem diese Puppe geben in die Archives. Und ich denke, das für mich ist wichtig. Ich kann immer hingehen und kann die Puppe sehen. Die Puppe zeigt, dass es ja nicht einfach nur eine enorme Zahl von Juden war und Jüdinnen, die verfolgt und getötet wurden, sondern dass jede Einzelne ein Leben war. Ein Kind, das Puppen liebte oder Spielzeug oder Menschen, die Briefe schrieben. Und ich glaube, deswegen sind diese Gegenstände so wichtig. Es war auch Andenken für mich, denn die Puppe kam von meinen Großeltern, nicht? Und ich habe hier 14 Enkelkinder und bis jetzt 29 Urenkelkinder. Und es macht mir Spaß, mit den Kindern zusammen zu sein, was ich nie gehabt habe mit meinen Großeltern. Ja, ich glaube, wir können Ihnen wirklich nur danken. Also danken dafür, dass Sie diese Ausstellung mit möglich machen. Danke, dass Sie auch Ihre Geschichte erzählen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit und ich verstehe, dass es nicht leicht ist. Aber es ist so wichtig für Menschen von Ihnen zu hören. Aber trotzdem wichtig. Wichtig nicht nur für mich, aber trotzdem für meine Familie, die nicht rausgekommen sind von Deutschland. Und das ist für mich wichtig.